hinterfrage die Karte, zeige mir einen Weg. Ja, guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Heute habe ich was Spezielles vor. Ich weiß, es ist eine Tagesenergie, aber es ist noch Anfang April und ich würde gerne das große Blatt legen für das Kollektiv, für den April. Am Ende könnt ihr euch noch eine kleine Botschaft aussuchen. Ich möchte einfach mal so einen energetischen Überblick, was für Energien sind vorhanden, gibt es Warnungen, gibt es Glücksmomente. Ja, und hier ist alles auf Neubeginn. Normal heißt es ja, alles neu macht der Mai. Wir haben hier einen Neubeginn, der uns Sonne und Glück mitbringt. Ein Wahnsinn. Wir haben hier viele Bereiche des Alltags, viel Kommunikation, gute Nachrichten auch. Man redet miteinander, man tauscht gute Energie aus, man lässt teilhaben. Es kann sein, dass viele von uns viel unterwegs sind oder auch so eine kleinere Reise machen, einen kleineren Ausflug, der sehr viel Energie zurückbringt. Oder eine Reise planen oder so etwas, eine Auszeit nehmen, eine kürzere. Wir haben hier, dass ein bisschen Hindernisse aus dem Umfeld kommen. Ne? Das heißt, man muss schon versuchen, sich seinen eigenen Platz zu nehmen, sich um seine eigenen Dinge zu kümmern, und wir können nicht für alle Welt immer da sein. Und die Hindernisse, die liegen hier mit dem Klee, das muss jetzt hier nichts Großes sein, aber es kann sein, dass es nicht so läuft, wie wir wollen. Und wir ja mit so ein bisschen Blockaden rummachen. Ich habe im Hause des Lebens den Schlüssel drin. Hier geht es darum, dass das Leben möchte, dass wir uns neue Türen öffnen, dass wir irgendwo etwas so sicher gestalten, dass es uns auf dem kleinen Weg auch gute Ergebnisse bringt. Wir beenden Konflikte. Viele haben hier vielleicht auch das Thema Stagnation oder belastende Situationen versus Neubeginn. Ne? Also hier rollt etwas komplett Neues an, etwas, was auch die Energie mit Konflikten im Leben ein bisschen minimiert. Ich habe, guckt mal, Nachrichten, positive Nachrichten, Nachrichten, die Glück bringen, auf mehreren Wegen auch. Und es kann hier sein, dass ihr mit jemand redet oder auf eine Zusage wartet oder eine Situation, wo man eventuell noch nicht auf dem geraden Weg war, sich jetzt klärt. Unklarheiten in der Liebe verschwinden hier. Ich habe hier mit dem Klee in der Spiegelung tatsächlich, dass man eine Wende nimmt, dass man das Herz wieder öffnet, dass man so die Energie der Liebe wieder mehr spürt, dass man sich auch vielleicht wieder mehr der Liebe widmet von der Zeit her. Mit dem Klee ist es natürlich auch so eine Sache von, ich fühle mich wie neu verliebt oder ja, ich spüre die Liebe. Ne? So, dann habe ich Familienthemen. Das kann sein, dass hier Kinder eigene Wege gehen oder dass es so Einschnitte gibt, die alle herausfordern. Das kann hier sehr plötzlich sein. Deshalb hier auch die Hindernisse. Ne? Im Haus der Umgebung kommen vielleicht Sachen, die habt ihr so nicht geplant und ihr würdet gerne in diese Richtung gehen, aber jetzt muss man da wieder rummachen. Sowas alles kann das sein. Wir haben das Gegenüber hier im Hause der Vögel drin. Hier kann sein, dann gibt es so ein bisschen Stressenergie oder Unruhe, weil es eben Hindernisse gibt, die zu überwinden sind. An sich guckt das Gegenüber hier auch in eine gute Energie und versucht sein Weiterkommen nicht ausbremsen zu lassen. Ne? Versucht sich im Leben neue Türen zu öffnen. Ich habe Neubeginne, die, ich nenne es mal, auf längere Zeit wirken sollen mit den entsprechenden
Weggefährten mit dabei. Es kann hier tatsächlich auch eure Kinder betreffen, ne? Dass ihr so und so plant und die Kinder planen so und so. Oder eben die Weggefährten, die ihr so habt, bringen hier schicksalshafte Bewegungen mit. Im Prinzip ist es wirklich so, etwas benötigt Klarheit, etwas kommt schnell in Fahrt, etwas bringt so auch ein bisschen Tumult mit, aber wir haben oben eben die gute Energie für alles, was uns hier begegnet. Herausforderungen, die jetzt mit zum Beispiel Freunden da sind, mit Kollegen oder mit euren eigenen Kindern, Geschwister könnte hier auch sein. Es kann auch sein, dass man die Kinder mal so in ihre eigene Richtung gehen lässt und man selber sich abwendet. Und das könnte hier zum Konflikt kommen. Aber ich halte das für ganz normal, denn die gehen ihre Wege, wir sind nicht mit allem einverstanden und trotzdem kommt es auch so zu Umbrüchen. Das Thema Freundschaft wird angezeigt als Thema, wo vielleicht auch Menschen aus der Vergangenheit sich wieder melden, Leute, die sich zurückgezogen haben. Wir haben aber im Hause der Kinder, der Freunde, die Sterne drin. Ne? Also auch wenn es uns komisch vorkommt, die kriegen das ganz gut hin. Das Thema Ehrlichkeit wird eins werden. Das heißt, man darf sich eingestehen, wo man ist, wo man hin will und was man nicht mehr will. Ich habe hier auch so Aussprachen. Ne? Wir haben hier die Einbrüche oder die Umbrüche im Familienleben und hier haben wir tatsächlich Familienmitglieder im Herzen des Kartenblattes drin, wo es tatsächlich darum geht, was sind denn eigentlich hausgemachte Blockaden, wo entstehen Blockaden, weil man nicht ehrlich zueinander ist, wo zeigt man nicht das, was man wirklich denkt. Und es ist jetzt auch nicht der Monat, in dem sowas, was künstlich aufrecht gehalten wird, bestehen kann. Auf keinen Fall. Ne? Hier zeigen sich Dinge, wenn die falsch laufen, dann werden die beendet, dann kommen die raus. Es ist auch so ein Monat, wo man vielleicht viel mit Elternthemen konfrontiert ist oder wo man auch mit Personen der Vergangenheit wieder was zu tun kriegt. Es ist so ein bisschen eine schicksalshafte Herausforderung. Und im Haus der Wege liegen tatsächlich Dinge drin, die eine große Transformation mitbringen, die einen großen Schatten oder eine emotionale Situation, wo man nicht erfüllt ist, auch beenden können. Wir haben im Hause des Herzens den Ring drin. Hier geht es unter anderem um Kreisläufe, um Themen, die die Liebe betreffen, die hier verbindlicher oder besser gestaltet werden können oder eine Thematik, die man im Beziehungsleben hat, die auch Schatten mitbringt oder, ja, ich sag mal, das Gefühl, emotional nicht gesättigt zu sein. Das wird hier ein Thema werden. Da sucht man neue Wege, da klärt man auf. Da gibt es Entscheidungen, die sind noch nicht so ganz spruchreif. Und doch habe ich hier das emotionale Aufblühen. Also man darf sich hier von Hindernissen nicht abbremsen lassen oder ausbremsen lassen, sondern man kann hier schön seinen Weg weitergehen. Auch wenn sich Umbrüche hier so gestalten, dass sie mit auch Entscheidungen verbunden sind, die vielleicht nicht ganz so leicht sind. Das Außen spielt ja eine große Rolle, ihr Lieben. Hier kommt etwas, das dreht die Situation. Das sind Dinge, die hat man so nicht auf dem Schirm. Wir haben hier die Wege, die im Haus des Buches liegen. Das heißt, es tut sich da noch was auf, es ist noch nicht so ganz klar. Es kann auch sein, dass Wege, die jetzt begonnen werden, sehr viel Klarheit oder Dinge bereinigen, die im Familiensystem sind. Und hier dann natürlich mit der Sonne, dem Endergebnis liegen, mit den guten Nachrichten, mit einem Weg, der gerader ist, aber wo noch nicht alles zur Verfügung steht, was wir wissen müssen. Es sind hier sehr viele Kommunikationsarten angezeigt,
es scheint ein Monat zu sein, der Sprache auch. Mitsprache für Klarheit sorgen, Mitsprache aus Verwicklung rauskommen, Veränderungen, die über Nachrichten kommen, Austausch, Kommunikation, eine Nachricht, die Veränderung mitbringt und Neubeginn. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so Überraschungsmomente auch gibt, ne? Also da, wo so emotionales Nicht-Satt-Sein liegt, fühlt man sich hier mehr gesättigt. Man teilt sich Dinge mit, die man sich bisher nicht getraut hat. Die Seele spricht sich aus oder zeigt ihre Bedürfnisse, um über ihre Hindernisse hinwegzukommen. Und für einige zeigen sich hier tatsächlich, guckt mal, hier in der Mitte des Blattes haben wir hier die Familienmitglieder. Hier haben wir noch die Vaterthemen mit dran. Was ich hier auch speziell habe, ist, hier könnte jemand sein. Der Bär liegt hier im Haus der Sonne, er korrespondiert mit der Sonne, er spiegelt mit der Nachricht und den Wegen, der euch hier Wissen mitgibt, der euch Impulse gibt, der euch Infos gibt, Instruktionen, wie geht was weiter. Es kann ein guter Tipp sein oder ein Hinweis. Es kann auch sein, dass einige von uns diese Person noch nicht kennen, definitiv, ne? Aber die zeigt sich hier im Laufe des Monates. Und das ist auch die Energie, die sehr nahe bei der geistigen Welt ist, bei unseren Ahnen, bei allem, was man so in den Generationen hat, oder aber auch die Nähe des Krafttieres, ne? Das ziehen wir dann gleich noch eins. Oder des Geistführers, je nachdem, wie man das alles nennen mag oder was es für den Einzelnen gibt. Ich habe hier den beruflichen Bereich auch so ein bisschen auf Neubeginn. Ich habe hier die Verträge, ich habe vielleicht auch einen Menschen, der in Zukunft euer Chef sein kann oder ein Teilhaber oder jemand, der euch ein Angebot bringt im beruflichen Bereich. Das macht man hier wieder von Herzen, ne? Da löst man einen Konflikt mit. Da ist die Vitalität auch so angepasst, dass sie das, was man zu tun hat, gut leisten kann. Da gibt es vielleicht noch einige Aufklärungen im vertraglichen Bereich oder Dinge, die auszutauschen sind. Das Außen ist hier sehr wichtig im Beruf. Das heißt, wie nimmt man euch wahr? Was sieht man von euch? Wie sind die Einflüsse der anderen Personen? Wie ist es um die Finanzen bestellt, wenn man im beruflichen Bereich etwas wechselt? Kann natürlich auch der Bereich sein, wo man sich mehr zeigen muss oder mehr in die Öffentlichkeit mit seinen Angeboten geht. Ich sehe gerade, das Bild ist scheps, aber ich möchte jetzt hier auch nicht so viel verstellen. Verzeiht's mir. So. Das wäre mal das. Ich habe für viele auch Austausch mit Ämtern, Behörden. Das können hier die Ämter der Vitalität sein oder auch also alle Bereiche, die mit Vitalität zu tun haben. Krankenkassen, Rententräger, sowas alles. Auch speziell hier noch mit dem Arbeitsbereich so ein bisschen mit dabei. Ich habe hier uns selbst im Haus des Geldes liegen und in unserem Haus liegt das Geld. Also man hat hier so viel mit Finanzen zu tun, mit finanziellen Angelegenheiten, die man hier klärt. Hier sieht man ein bisschen Zuwachs im finanziellen Bereich. Es kann hier über einen Partner kommen oder über die Familie. Einige werden hier eben, weil sich Hindernisse im Haus des Hauses zeigen, den häuslichen Bereich umgestalten oder auf einen anderen Weg bringen. Für einige liegt hier auch ein Umzug drin, der zu finanzieren ist oder Veränderungen im häuslichen Bereich, die Geld kosten. Die Legung hier ist so, dass sie uns sehr viele Erkenntnisse mitbringt und man hat hier sehr viel Gedankenlastigkeit, ne?
Man überlegt sehr viel rum. Man versucht eine Veränderung mitzudrehen, die hier so kommt von außen. Das Außen liegt ja auch im beruflichen Bereich. Das sind Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Da gibt es vielleicht Themen, wo man dann hinterfragt, die Veränderungen, die da sind die noch meins oder muss ich da einen anderen Weg gehen? Will ich einen anderen Weg gehen? Kann ich das so mittragen? Es geht darum, sich auch so ein bisschen Sicherheit aus dem Umfeld zu holen oder das sich so zu drehen, dass da sehr viele Sicherheitsaspekte sind. Wir können uns hier neue Türen öffnen. Wie gesagt, lasst euch diese gute Energie, die hier liegt, von Hindernissen, die aus dem Umfeld rauskommen, nicht wegnehmen. Das wäre schade drum. So, hier haben wir die Giraffe als Kraft hier. Erhebe und weite deinen Blick. Im friedlichen Werden lösen sich manche Dinge von ganz allein. Die Karte sagt einfach, wir sind hier ja sehr gedankenlastig, ne? Wir denken sehr viel nach, wir suchen sehr viele Lösungen und die Karte sagt dir, du brauchst dich nicht beeilen, wir haben Zeit. Wir können in Ruhe abwägen, was jetzt zu tun ist. Man geht in den Modus, wo man beobachtet, wo man geschehen lässt und wo man so dem friedlichen Weg folgt. Und währenddessen man das tut, lösen sich die Dinge von ganz allein. Man hat einen anderen Blickfeld, man hat dieses Ding, dass der Kosmos oder das Universum einen versorgt. Und tatsächlich auch wieder die Aufforderung, ich sagte das ja, Kommunikation wird hier wichtig, öffne dich der Kommunikation und dem Ausdruck. Wenn man jetzt guckt mit dem langen Hals, gucken die ja von oben runter auf viele Szenarien, die wir gar nicht erkennen können. Und man hat ja die Gelegenheit, Situationen ruhig und gelassen anzugehen, Informationen von allen Seiten zu betrachten, zu verarbeiten und dann erst zu handeln, auch wenn es notwendig ist. Es ist so eine besonnene, friedfertige Energie. Man hat das Gefühl oder das Gefühl stellt sich ein, dass das Leben einen in die richtige Richtung bringt. Auch wenn man vielleicht durch die Gedanken das jetzt nicht so ganz überblicken kann. Und lasst euch nicht länger von außen beeinflussen oder etwas aufdrängen, was man im Innern gar nicht möchte. Könnte hier das Motto des Monats sein. Dann gucken wir noch, welche Pflanze mitgeht und welcher Engel. Man könnte das Blatt noch, weiß Gott, länger ausdeuten, aber ich denke, für das Kollektiv, für die Themen reicht es so, denn es ist ja kein persönliches Blatt. Ja, lasst euch nicht kleinkriegen. Hier haben wir das Gänseblümchen. Man schafft es, was man will. Das Gänseblümchen, wenn man drauf tritt, richtet es sich wieder auf. Wir sollen den Blick zum Regenbogen lenken, zu der Hoffnung. Und wir haben hier den Engel der Akzeptanz und den Engel der Entscheidungen noch gekriegt. Ja, die Gegenwart annehmen, so wie sie ist. Ich weiß, es ist nicht leicht. Man kann vieles eben nicht ändern. Man kann vielleicht die Sinnfrage stellen. Aber man kann halt auch damit in Resonanz gehen, wie man mit den Dingen umgeht, wenn sie kommen. Das liegt immer an einem selber. Und mit dem Engel der Entscheidungen haben wir eben, dass unser Bauchgefühl uns einiges aufzeigt, was richtig ist. Und dass wir uns ja auch nicht scheuen sollen, eine Entscheidung zu treffen. Das gehört zum Leben. Und wenn wir auf das Herz und den Verstand hören, werden wir hier auch den richtigen Weg einschlagen. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, ne, hier liegt im Haus der Entscheidungen der Sarg drin. Das kann schon sein, dass das viele Dinge sind oder
wo einem das Wissen noch nicht so zur Verfügung steht oder wo auch große Entscheidungen mit damit verbunden sind und sich davor ein bisschen zu scheuen oder die Zeit zu nehmen, die man braucht. Es besteht hier nichts, was drängelt, ne? Also man hat die Zeit, lieber nochmal drüber schlafen, nichts forcieren, nichts machen, wovon man nicht überzeugt ist. Einfach das Motto des Monats. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich drücke euch und bis morgen. So, hier bin ich wieder. Jetzt hätte ich tatsächlich fast die Auswahlmöglichkeit vergessen für euch. Das machen wir jetzt noch schnell. Was bringt der neue Monat an Themen, an Inspiration mit? Wir lassen das mal so und ich ziehe noch ein Vögelchen für euch drauf. Das kann ich leider erst machen, wenn ich die Karte umgedreht habe, weil man die sieht. So, heute mal ohne Schnickschnack. Ich nehme die linke Karte und wir haben, das hatte ich gerade vorhin gedacht, ne? Die Wahrheit. Das Ehrlichsein, das in der Mitte des Kartenblattes liegt, wird hier sehr wichtig für uns sein. Da wird eben einfach völliges Aufrichtigsein hinterfragt. Man hinterfragt auch die Menschen im Umfeld, ne? Wer ist wahrhaft, wer ist aufrichtig. Und man darf sich verschlossen halten gegen die, die eben das nicht sind. Und es kommt ja sowieso immer raus, ne? So, und jetzt geht es um die eigene Wahrheit, um das Finden der ureigenen Wahrheit und das Verurteiltwerden für das, was man wirklich empfindet. Oder nicht akzeptiert zu werden, weil man jetzt die Dinge eben anders handhabt. Es geht auch um die eigene Lebenseinstellung, wo man vielleicht so lebt, dass man es so macht, weil es erwartet wird und in Wahrheit würde man ganz anders handeln. Ergründe, was für dich wahr ist, sagt die Karte, und sei ein leuchtendes Beispiel der Wahrhaftigkeit für andere. Zu mir hat mal jemand gesagt, ich sage jetzt nicht wer, sage ja niemals jemandem die Wahrheit, ne? Das fand ich so lustig, weil ich immer alles rausplapper und also es hat ja auch schon Konsequenzen, ne? Und wir haben die Nachtigall. Ich bringe dir Liebe, Freude und Schwung ins Leben. Gute Nachrichten und eine Verbesserung des Wohlbefindens stehen an. Die Wünsche deiner Seele werden erhört und wollen gelebt werden. Die Selbstliebe, aber auch die Zuneigung zu einem Partner erleben eine Zunahme. Wunderbar. Dann schauen wir eure Karte an. Und ihr habt mit dem Wassergeist das Träume manifestieren. Ihr kriegt ja tatsächlich gesagt, dass eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen können, aber ihr müsst zuvor noch ein paar Schritte tun und euch auch selber das zugestehen, dass ihr das verdient habt. Es ist jetzt nicht die Zeit, wo man darauf wartet, dass sich Dinge drehen oder entwickeln, sondern man muss sich selbst in Bewegung setzen. Man darf investieren in etwas, was man möchte, dann kriegt man es auch zurück. Auch hier geht es ein bisschen nicht zu verdrängen, was die Seele in Wahrheit möchte. Dankbar sein für alles, was man schon hat. Und das Wasser steht ja auch für die Welt der Emotionen. Es geht um das, wie du dich innerlich fühlst, erschöpft oder leer oder erfüllt. Das hatten wir auch im großen Blatt. Ja, und die Kräfte des Universums wollen ja eigentlich, dass du das in die Hand nimmst, was du brauchst, um dein Leben zu erfüllen und dir Wünsche ins Leben zu ziehen, auch oder umzusetzen. Ihr dürft die Emotionen frei entfalten lassen. Timing ist wichtig, ihr seid am Zug. Und es ist ein Kreislauf im Leben, wo sich eben gerade das Manifestieren besonders gut für euch zeigt. Dann das Vögelchen, um Gottes Willen. Wir brauchen nur eins.
Der Sperling hat sich umgedreht. Ich komme in dein Leben und bringe dir Antriebskraft. Das ist ja das, was die Karte sagt, ne? Setze dich in Bewegung, tu was. Gehe durch die dunklen Phasen und das Licht macht sich breit. Es wird hell und klar in deinem Leben. Ihr Lieben, einen wunderbaren Tag wünsche ich euch noch. Ich drücke euch bis morgen.